Hallo, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich freue mich, euch heute wieder was zeigen zu können. Und zwar möchte ich was Neues ausprobieren. Dazu habe ich mir hier Holzklötze besorgt. Die sind einfach sägerau und haben schöne Strukturen auf der Oberfläche. Da habe ich noch einen kleineren Klotz. Ihr seht ganz normale Holzklötze und da versuche ich heute mal damit zu drucken. Das heißt, ich nehme jetzt wieder eine schwarze Farbe, die ich dann entsprechend mit etwas Wasser verdünnen werde. Da werde ich ganz schön viel Farbe verbrauchen, denke ich, weil man muss ja doch mehr Farbe auf den Holzklotz aufbringen. Und da gebe ich jetzt entsprechend ein wenig Wasser dazu, um das zu verdünnen. Ja, und einfach mit dem Wasser dann verrühren, damit das wieder eine schöne homogene Masse wird von der Farbe her. Da habe ich auch jetzt einen relativ großen Pinsel genommen. Der hat so richtige Borsten. Das ist also schon ein etwas härterer Pinsel. Und jetzt suche ich mir eine Seite raus, die ich bedrucken möchte. Ich finde, diese Struktur ist ganz toll. Ja, die werde ich zuerst mal bemalen mit der Farbe. Mal schauen, wie der Effekt dann ist, ob das jetzt sehr in das Holz reinzieht oder nicht. Das muss ich abwarten. Ich gebe schon genügend Farbe drauf, damit dann auch tatsächlich noch was auf dem Blatt ist. So, und da werde ich jetzt muss ich schnell mal pusten, weil da ein bisschen Schmutz runtergefallen ist. So, und jetzt nehme ich den Klotz und werde da drücken. Und einfach fest andrücken. Eine Zeit lang. Bin ich selber gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Oh ja, das ist gut. Eine sehr schöne Struktur und ich denke, man kann da auch noch mal damit drucken. Mal gucken, ob das die Farbe hergibt. Ja, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir schon gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ich habe hier eine Seite, ihr seht schon, da hat jemand ein paar Bohrlöcher reingemacht. Und das wäre ja auch interessant, wenn dann dieses Muster zu erkennen ist. Und deswegen bemale ich jetzt diese Seite mit diesen Bohrlöchern.
Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass ihr Holzklötze nehmt, die eine plane Oberfläche haben, also eine ganz gerade Oberfläche haben, weil sonst würde das ja nicht funktionieren mit dem Druck. So. Dann schauen wir mal, ob da entsprechend was dabei rauskommt, so wie ich es mir gedacht habe. Wie mache ich das am besten? Dann setze ich das so auf. Und wieder fest andrücken. Aha, ja gut, diese Bohrlöcher, da ist jetzt nur in dem Bereich hier was zu sehen. Wahrscheinlich war da nicht genug Farbe an dieser Stelle. Oder es ist nicht ganz plan. Versuchen wir es einfach nochmal. Die Übung macht den Meister. Mal schauen, ob da jetzt was anderes zu sehen ist. Nein, leider nicht so. Nur hier in dem Bereich kann man das erkennen. Das langt mir dann. Und als nächstes werde ich dann noch eine andere Farbe hinzunehmen. Bis gleich. So, als nächstes habe ich mir gedacht, ich bringe da die Farbe Weiß auf dieses Bild. Und zwar so, dass es möglichst eine dünne Farbschicht ergibt. Die weiße Farbe habe ich jetzt hier auf den Glastisch aufgebracht, weil ich es von hier auch wieder leicht entfernen kann. Und da arbeite ich mit dieser Spachtel hier. Ja, das werde ich euch zeigen. Ich habe natürlich zwischendrin dieses schwarze Bild jetzt bereits getrocknet. Die Farbe ist also komplett trocken und ihr seht schön diese Struktur des Holzes, die sich da ergeben hat. Und jetzt tauche ich die Spachtel in die weiße Farbe ein, dass unten diese Kante bedeckt ist. So, jetzt werde ich da eine Schicht aufbringen. Muss ich natürlich immer wieder neue Farbe aufnehmen.
So kann ich jetzt diese starke Wirkung dieses Tiefschwarzen wieder etwas abtönen und abmildern. Aber so, macht es so, wie ihr möchtet. Ja, also mit der weißen Farbe wäre ich jetzt fertig und ich habe mir jetzt noch eine bunte Farbe dazu ausgewählt. Das ist ein schönes Erbsgrün als Metallic-Farbe. Das finde ich sehr edel und interessant und die werde ich jetzt einfach mit dem Pinsel dann aufbringen. Die nehme ich pur, ohne Wasserverdünnung. Und setze dann noch Akzente. Ja, mehr möchte ich jetzt von der Farbe gar nicht zugeben. Das gefällt mir so. Sieht interessant aus. Jetzt muss ich das wieder trocknen, weil ich dann noch ein paar andere Sachen ins Spiel bringen möchte. Ich habe es jetzt kurz angetrocknet, möchte aber noch in den grünen Elementen ein paar Muster reinritzen, einfach mit dem Pinselstiel arbeiten und da noch einige Muster reinmachen. Dann noch mal kurz trocknen.
So, jetzt habe ich noch eine Pastellkreide mitgebracht. Die hat jetzt eine ähnliche Farbe wie diese grüne Metallic-Farbe. Und da werde ich jetzt noch ein bisschen einen Akzent hineinzeichnen in das Bild. Einfach ganz locker arbeiten. So, liebe Kunstfreunde, mein Bild ist fertig. Es hat ein paar nette Akzente noch erhalten und ich bin jetzt zufrieden mit dieser Komposition. Da müsst ihr natürlich auch immer darauf achten, dass eure Komposition insgesamt passt, wie ihr die Elemente anlegt. Also das ist nicht so ganz willkürlich, sondern es soll ja auch diesen Effekt haben, dass der Betrachter davon fasziniert ist und dass seine Augen gelenkt werden in bestimmte Richtungen oder in eine Richtung. Und das hat man hier bei dem Bild erreicht. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Viele Grüße, eure Anne Pross.